Nachteule. Ich freue mich, dass du da bist und du darfst auch sofort mitmachen. Die erste Frage, die ich habe an euch, ihr Lieben, und es ist, das Geschirr in der Küche. Ist es Antwort A, ich radiere das Geschirr in der Küche? Oder ist es, ich spüle das Geschirr in der Küche? Oder ist es, ich verfasse das Geschirr in der Küche? Oder ist es, ich gehe das Geschirr in der Küche? Nassim, ich grüße dich, ich freue mich, dass du da bist, sehr schön. Und gibst mir auch gleich schon eine Antwort ein, sehr schön, ihr Lieben. Das ist schön, liebe Zuschauer, kommt rein, macht mit und gebt eure Antworten jeweils in den Stream unten ein, in den Chat unten ein. Und so können wir etwas lernen hier. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, ich weiß deinen Namen leider nicht, da ich das hier nicht lesen kann. Und zwar ist das in Ukrainisch geschrieben. Ja, ist das richtig? Genau. Und jawohl, Magic Miro, ich grüße dich auch. Sehr schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr. Genau deswegen habe ich heute Abend gewählt, dass wir nochmal einen Livestream abends machen können, wo ihr auch endlich Zeit habt. So sieht's aus. Nein. Wer ist das? Andrei, ne? Ist richtig, ja? Aus der Ukraine. Andrei, ja? Und die richtige Lösung ist zu unserer ersten Frage, welches Verb passt hier hinein? Und ich hatte hier gerade schon eine Frage, radieren ist etwas, und das möchte ich gerne ganz genau so sagen, etwas eliminieren oder wieder, ich möchte nicht sagen vernichten, was ich zuvor geschrieben habe, kann ich ausradieren, eliminieren. Ja, also entfernen könnte man einfacherweise sagen. Welche Antwort ist richtig? Ich habe eine Antwort von Nachteule hier im Stream und es ist Magic. Sehr schön. Antwort B ist richtig, jawohl. Und André, wunderbar, auch richtig, jawohl. Ich spüle das Geschirr in der Küche. Das ist natürlich richtig, ja, natürlich. Ich radiere das Geschirr in der Küche nicht, nein. Ich verfasse es auch nicht. Und ich gehe auch nicht das Geschirr. Das ist alles nicht richtig. Das richtige Verb, welches wir hier drinnen bitte haben, ist ich spüle das Geschirr in der Küche. Und warum habe ich jetzt genau dieses Verb oder überhaupt dieses Verb hier ausgesucht? Ich habe hier die erste Person, ich spüle. Und ich möchte hier gerne die Endung e für dieses Verb, welches im Infinitiv lautet, spülen. Und ihr seht hier ganz genau, wie die Endung ist für die erste Person. Ich spüle das Geschirr in der Küche. Das ist mir heute Abend wichtig, damit ihr das auch wisst, wie man das Ganze anwendet. Und unsere Verben sind ja, wie ihr sicherlich auch wisst, wie Chamäleons. Sie verwandeln sich so gerne, wenn man dann hier weiß, welche Person hier spricht, die erste, die zweite, die dritte. Und das ist dementsprechend unterschiedlich, wenn man zum Beispiel nur das Wort oder das Verb spülen sieht. Es verwandelt sich sofort in ich spüle. Ich will auch Grammatik-Ninja werden. Sehr schön, das hast du heute hier als Chance, jawohl, sehr schön, wunderbar. Und das Ganze ist natürlich hier, das sage ich euch auch noch ganz kurz eben, hier im Akkusativ, aus dem einfachen Grunde, weil ich das Geschirr spüle, also ich mache etwas mit dem jeweiligen direkten Objekt, also dem Akkusativobjekt, und der Akkusativ ist der Kasus, der immer in einem Satz ein Verb jeweils dafür braucht und womit dann dasselbige durchgeführt wird. Ich spüle das Geschirr. So ist es richtig. Spülen war unser richtiges Verb hier bitte, welches wir hier auf die erste Person konjugiert haben. Ich spüle. Weiter geht es. Sehr schön. Das nächste ist bitte, und wir kommen jetzt zur zweiten Person in die Du-Form. Achtung,
mit dem Verb, welches wir jetzt hier haben. Und wieder habt ihr 4 Auswahlmöglichkeiten. Du singst das Rad am Wagen? Könnte das sein? Oder Antwort B, du wechselst das Rad am Wagen? Oder ist es Antwort C, du atmest das Rad am Wagen? Oder ist es Antwort D, du stehst das Rad am Wagen? Sehr schön, ich sehe schon, der Chat schreibt hier. Und ich freue mich darüber, dass ihr weiterhin mitmacht. André, ich freue mich auch, dass du da bist. Magic, sensationell, wirklich ganz, ganz toll. Und Nassim ebenfalls. Und welche Antwort ist bitte richtig? Liebe Zuschauer, ihr dürft dazukommen und euch, wenn ihr da noch nicht abonniert habt, das Ganze laut vorsagen, damit ihr auch schon etwas mitnehmen könnt. Wenn ihr ebenfalls hier reinschreiben wollt, dann abonniert den Kanal und dann könnt ihr beim nächsten Stream hier ebenfalls mitmachen. Genau. Du wechselst. Richtig, so sieht es aus. Schau mal hier. Du wechselst das Rad am Wagen, aber ist es komisch? Ja, das mag sein, aber wechselt ist tatsächlich, wenn man etwas austauscht. Ja, das alte Rad, wenn das zum Beispiel kaputt ist, dann kann ich das austauschen. Also wechsle ich das Rad. Ja, tatsächlich. Du stehst das Rad am Wagen, passt leider nicht. Das passt gar nicht, ja? Du stehst am Rad des Wagens. Das würde vielleicht gerade eben gehen, wenn man direkt neben dem Rad des Wagens stehen würde, ja? Sonst geht das leider nicht. Du wechselst das Rad am Wagen. Nachteule. Sehr schön, dass du mitmachst. Das freut mich. Antwort B ist hier richtig. Jawohl, Magic. Jawohl, André. Und Nassim. Antwort D? Nein, Nassim, du stehst, das passt nicht. Ja, das passt leider nicht. Schau mal, du wechselst das Rad am Wagen. So ist es richtig, ja? Und ich möchte hiermit ebenfalls wieder mit diesem Verb erzeugen, dass man sehen kann, dass wenn ich in der Du-Form anspreche, hier am Ende des Verbs st angefügt wird. Du wechselst das Rad am Wagen. Und das ist hier wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir uns das hier so einprägen, wie die Endungen des Verbs sind. Das ist sehr, sehr wichtig, weil, und das ist ein offenes Geheimnis, ihr könnt das mit anderen Verben genauso machen. Du lernst, du sagst, du sprichst, du wechselst. Das ist jeweils immer dasselbe. Die Endungen kann man so ganz hervorragend einfach austauschen. Und das ist Sinn und Zweck, warum ich das hier jetzt gerade so geschrieben habe. Du wechselst. Von der Theorie her wäre es sogar auch, jawohl, Nachteule, wenn ich sage, du stehst direkt neben dem Rad am Wagen zum Beispiel. Das ginge, ja? Nur hier jetzt, du wechselst das Rad am Wagen, du stehst am Rad des Wagen, am Wagen, das funktioniert nicht ganz, weil ich den Satz dann anders grammatikalisch aufbauen muss. Du stehst am Rad des Wagens, würde zum Beispiel auch gehen. Stehst, von stehen, jawohl. Von der Theorie her, Nachteule, hast du es schon verstanden. Jawohl. Und wir befinden uns natürlich wieder, und das wird uns heute noch des Öfteren begegnen, im Kasus Akkusativ, da wir hier die Verben besprechen, und die Verben sind natürlich immer ein Punkt, den der Kasus Akkusativ in seinem ganzen Satz sucht und dementsprechend dann jeweils das direkte Akkusativobjekt hier auch gleich bietet, und mit dem Verb zusammen ist es dann meistens ganz einfach, dass wir uns im Kasus Akkusativ befinden. So sieht es aus. Außer, und das muss ich dazu sagen, das haben wir hier auch, wenn wir eine Präposition am haben, dann ist es auch schon mal ganz gerne im Satz, dass wir 2 Kasus haben, also 2 deutsche Fälle. Das kann durchaus passieren. Und dann haben wir auch am Wagen im Dativ. Jawohl. Sehr schön. Nachteule aus Algerien. Sehr schön. Und das hast du sehr richtig gemacht. Genau.
Am Wagen muss ich wahrscheinlich auch nicht sagen, dass es dann Dativ ist, sagte ich bereits gerade schon, ist eine Verschmelzung am Wagen, an dem Wagen. Und damit sind wir natürlich hier im Dativ, wie ich gerade schon sagte. Ihr könnt sie immer jeweils noch mitlesen. Und ja, es ist, wenn es eine feste Position oder ein fester Ort ist. Genau. Sehr schön, ihr Lieben. Weiter geht es zum nächsten. Und die nächste Frage, die ich habe, und wir suchen wiederum nur ein Verb und dann jeweils in der er, sie, es-Form, möchte ich bald sagen, ja, dritte Person. Er, sie, es. Und wir haben mehrere hier wieder zur Auswahl, mehrere Verben, 4 Stück, nur ein einziges ist richtig. Er träumt von einem schönen Haus am Meer. Oder ist es, er stiehlt von einem schönen Haus am Meer. Er tanzt von einem schönen Haus am Meer. Oder er schreibt von einem schönen Haus am Meer. Und hier in diesem Livestream könnt ihr so viele neue Verben mitnehmen, dass es mich selber erfreut, wenn ich diese hier sage. Genau, und der Chat schreibt schon, Nassim und Magic sagt Kuh. Kuh? Magic ist ja gar nicht dabei. Schön, dass du dabei bist, freue ich mich sehr drüber. Und Antwort, einmal Magic, A, einmal André, A und einmal Nachteule schreibt es sehr schön aus. Ich bin begeistert. Er träumt von einem schönen Haus am Meer. Antwort A ist bitte richtig und ihr seht es, was ich euch hier geschaffen habe. Er, sie, es. Es ist gerade egal, ob es ein Mann ist, eine Frau ist oder ein Neutrum ist. Das ist gerade egal. Ihr könnt also sagen, er träumt von einem schönen Haus am Meer. Ihr könnt genauso sagen, sie träumt oder es träumt. Es ist immer wieder dann bei diesem Verb, wenn ich diese Personen hier habe, immer die Endung T am Ende. Er sagt, sie sagt, es sagt, er träumt. Ihr seht also, wir haben immer wieder diese Endung hier, so dass das Ganze passt. Jawohl, so sieht es aus. Richtig. Träumen von ist gleich Dativ, Nachteule, sehr schön gesehen. Jawohl, schau mal, hier unten habe ich es auch geschrieben, richtig so. Und die Präposition gibt dem Dativ hier nochmal einen extra Schubs oder ist es eher der Satz, der einen extra Schub nochmal bekommt von der Präposition zusätzlich. Träumen von ist Dativ. Jawohl, so sieht es aus. Und wir träumen hier in diesem Fall, und das ist auch wichtig für den Dativ, von einer festen Position, denn da steht unser Haus. Träumen von einem Haus am Meer. So sieht es aus. Ja, das Haus ist an einer festen Position. Für gewöhnlich bewegt es sich ja nicht, deswegen haben wir keine Bewegung. Und das ist nochmal ein Indiz für den Dativ. Und genau dasselbe ist hier am Meer. Das Meer ist groß, aber es bleibt auch an einer festen Position, an einem festen Ort. Und deswegen ist es hier beides, ebenfalls Dativ. Schaut mal hier unten, steht es denn auch geschrieben? Und so ist es dann auch. Schaut euch bitte die Endung des Verbs an und probiert es auch sehr gerne mit anderen euch bekannten Verben bitte. Unbedingt, damit ihr diese Verben auch hinterher einfach auf die erste, zweite, dritte Person hier konjugieren könnt oder interpretieren könnt, je nachdem, wie ihr wollt, oder auch auf mehrere Personen, denn das wird auch noch kommen und deswegen habe ich mir das heute so gedacht, dass wir das mal ganz richtig üben. Schönen Adjektiv-Deklination. Jawohl, so sieht es aus und hier passt sich dann eben das Adjektiv, wenn hier schon drauf angesprochen wird im Chat, jawohl, das ist eine Adjektiv-Deklination, die sich hier an den Kasus Dativ sehr schön anpasst, weil wir haben hier einem Haus und so ist das Ganze hier für unser Nomen auch ganz hervorragend zu wissen
ob es sich um ein Haus oder mehrere handelt und ob es das Haus ist, also Neutrum. Und das Adjektiv fügt sich hier schön in den Kasus Dativ ein. Richtig, ja, Nachteule, sehr schön. Nächste kommt jetzt, die nächste Frage. So hoffe ich denn, wir tun das alle. Wir zaubern uns regelmäßig die Zähne. Na, ist das richtig? Oder Antwort B, wir schneiden uns regelmäßig die Zähne. Oder wir fallen uns regelmäßig die Zähne. Oder Antwort D, wir putzen uns regelmäßig die Zähne. Und mit aller Absicht verlese ich natürlich auch die falschen Antworten, damit euer Gehör hinterher geschult ist und ihr selber schon so, ohne dass ihr die Grammatik dahinter wisst, auswählen könnt, nur durch euer Gehör, was hier richtig ist. Und Antworten habe ich hier im Chat. Magic, sehr schön. André und Nassim, jawohl, Nachteule auch. Und hier steht ein ganzer Satz direkt drin, sehr schön für die Rechtschreibung, ja, sehr schön. Antwort D wird hier gewählt, ihr Lieben. Und die Antwort D ist natürlich richtig. Wir putzen uns regelmäßig die Zähne. Ja, natürlich, schneiden geht nicht, fallen geht nicht, zaubern geht nicht. Wir putzen uns regelmäßig die Zähne. Und bitte wiederum achtet darauf auf die Personenzahl, auf die Mehrzahl. Und was wir mit der Endung des Verbs putzen tun. Putzen ist das Verb im Infinitiv in seiner Grundform. Und ihr seht hier, dass wir bei der Mehrzahl, also wir, mehrere Personen, die Endung en an dieses Verb dranhängen müssen. Und wieder genau dasselbe. Wir putzen, wir schreiben, wir sagen, wir singen. Es ist gerade egal, welches Verb ihr davor setzt. Das ist eine gewisse, ich möchte mal sagen, sehr freundliche Regelmäßigkeit. So kann man ganz einfach bestimmen, was ich sagen muss, wenn ich jemand anders anspreche, zum Beispiel dich gegenüber, oder nur auf meine Person jetzt gerade etwas aussage oder auf mehrere Personen etwas aussage. Wenn ich diese kleinen Regeln hier beherrsche, dann bin ich wirklich schon sehr, sehr weit mit meinen Verbkonjugationen. Denn die brauche ich immer wieder, um zu sagen, wenn du dann zum Beispiel deine Zähne putzt oder wenn ich meine Zähne putze. Ganz wichtig, denn es wäre falsch, wenn ich sage, wir putzt uns regelmäßig die Zähne. Das darf nicht funktionieren. Ja, so ist es richtig. Du putzt dir regelmäßig die Zähne. Natürlich muss ich hier das Personalpronomen auch ändern. Das ist ja klar, wenn es nur noch eine Person ist. Weiter so. Sehr schön, ihr Lieben. Nächste Frage, die wir haben, ist hier. Viele Menschen, Achtung Mehrzahl, ja, Indiz, viele Menschen. Und dann trinken an die Gerechtigkeit. Oder Antwort B, viele Menschen glauben an die Gerechtigkeit. Oder Antwort C, viele Menschen schwimmen an die Gerechtigkeit. Oder Antwort D, viele Menschen malen an die Gerechtigkeit. Und ihr seht, dass ich hier einige Verben drin habe, die vielleicht für euch neu sind und auch vielleicht einige Vokabeln. Und was sagt ihr, was hier richtig ist, ihr Lieben? Ja, das sieht sehr, sehr schön aus. Der Chat schreibt schon wieder hier. Und Magic und André, Nachteule, viele Menschen glauben an die Gerechtigkeit. Nachteule, sehr schön. Alles richtig ausgeschrieben. Ganz hervorragend gemacht. Die beiden anderen natürlich auch. Sehr schön, ihr Lieben. Antwort B, jawohl, Nachteule, Glauben an ist hier unsere feste Wendung. So sieht es aus, ja? Viele Menschen glauben, hier wieder, viele Menschen, Mehrzahl, en am Ende, unbedingt, so dass ihr das direkt richtig konjugieren könnt. Ohne Verben in einem Satz ist und passiert
gar nichts. Es passiert einfach gar nichts ohne ein Verb. Und deswegen ist es so brisant wichtig, dass man das hier auch weiß, wie man das am besten konjugiert. Sonst lauft ihr die ganze Zeit rum und habt nur die Verben vielleicht in der Grundform im Kopf und könnt gar nicht richtig das sagen, was der andere möchte, und der Satz hört sich immer falsch an. Ganz, ganz schrecklich. Genau, Nassim. Antwort B ist richtig. Viele Menschen glauben an die Gerechtigkeit. So sieht es aus. An ist eine feste Position, eine feste Präposition, die uns den Akkusativ hier beschert. Sie verlangt den Akkusativ, und der Akkusativ, der ist hier sichtbar, ganz hervorragend, da wir wieder ein Verb, deswegen ist das hier der Livestream über die Verben, und ein direktes Akkusativ haben. Glauben an. An was glauben viele Menschen? An die Gerechtigkeit. Und so ist es richtig. Hier unten steht es nochmal, kann man das lesen? Jetzt kann man es lesen. Genau, Akkusativ, Kasus Akkusativ. Glauben an und Akkusativ Nachteule, besser geht's nicht. Richtig, weiter geht es, ihr Lieben. Sehr schön. Nächste ist ihr, Antwort A, riecht schon so lange für euer Recht. Oder Antwort B, ihr, mehrere Personen, Achtung, schlaft schon so lange für euer Recht. Dann ihr kämpft schon so lange für euer Recht. Oder ist es ihr füttert schon so lange für euer Recht? Seht ihr das, was die Endung eines jeden Verbs hier tut? Ja, ihr ist das. Und welche Antwort ist hier wohl bitte richtig und sagt es genau aus? Sehr schön, Nachteule, das ist schön. Und André, ja, Magic Miro ebenfalls, das sieht sehr gut aus. Antwort C wird hier bitte reingeschrieben, und bei Nachteule kann ich nicht einen einzigen Fehler sehen, wenn er oder sie schreibt. Ich sage mal sie, ja, Eule, die Eule, ja. Und das ist kein einziger Rechtschreibfehler, und die Interpunktion kannst du auch schon, du setzt immer gleich einen Punkt auch gleich. So ist das schön. Antwort C. Magic richtig, jawohl, er. Bist ein Er. Okay, sehr gerne. Wunderbar. Und Antwort C ist richtig, so wie es ebenfalls Magic geschrieben hat. Magic Miro und André ebenfalls. Antwort C, ihr kämpft schon so lange für euer Recht. Unser Verb im Infinitiv lautet kämpfen. Und ich muss auch hier ebenfalls hergehen für die Mehrzahl kämpft. Endung T bitte einsetzen. Und ich möchte gerne diese kleine Tabelle noch einmal ganz kurz einblenden, damit ihr das sehen könnt, was hier genau passiert. Ich lerne. Wir haben von dem jeweiligen Verb immer einen Stamm. Wenn ich zum Beispiel das Verb lerne nehme, dann habe ich, oder lernen im Infinitiv in der Grundform, habe ich einen Stamm von diesem Verb. Das ist dann lern. Und hinten kommt dann die jeweilige Endung dran. Ich lerne, du lernst. Ja, und immer in der gleichen Abfolge ist es. Es ist dann hinterher, wenn ihr das Spiel weitermacht, er, sie, es lernt. Wir lernen, ihr lernt. Immer dasselbe. Ich kann das Gleiche noch einmal machen mit ich sage, du sagst. Ist genau das Gleiche. Er, sie, es sagt. Das ist immer die gleiche Abfolge, und das wird euch sicherlich helfen, wenn ihr unterschiedliche Verben dort einsetzt und das immer wieder mal durchlaufen lasst. Dann habt ihr die Verben ganz, ganz schnell drin, denn wenn ihr alles andere schon so gut könnt wie Nachteule, dann ist es ärgerlich, wenn ich zum Beispiel ein Verb nicht richtig konjugieren kann und mir leider den ganzen schönen Satz gerade damit hier falsch grammatikalisch darbiete. Das ist dann sehr, sehr ärgerlich. Ihr kämpft. Diese beiden gehören dann zusammen, ja? Kämpf ist wieder der Stamm des Verbes kämpfen, und hier ist es, ihr kämpft schon so lange für euer Recht. Und ihr seht jetzt ganz genau, dass wir hier erstmal die Personen haben, also er, sie, es, erste, zweite, dritte, Mehrzahl und so weiter haben.
und hier die Endung des Verbs unterschiedlich ist und dann das Zusammenspiel, das ist der Rest des Satzes, mit den Präpositionen sehr stark zusammenhängt. Und ihr seht es hier wieder, was die Präposition für hier macht, die wiederum einfach nur, Moment, ich muss umschalten, den Kasus Akkusativ hier natürlich verlangt, weil die Präposition für schon wieder den Kasus Akkusativ verlangt. Das ist aber bitte nicht immer der Fall. Also aufpassen, es gibt Präpositionen, die feste Kasus haben, ja, also in dem Fall akkusativtreu oder dativtreu sind, und es gibt Wechselpräpositionen, die können dann sowohl als auch in unterschiedlichen Kasus verwendet werden. Hier haben wir die Präposition für noch bei, die uns dann in den Kasus Akkusativ sicher führt, und das Ganze ist hier mit diesem Verb vorne schon mit der Personenzahl und je nachdem, wer es sagt, dementsprechend verändert sich die Endung des Verbs. Richtig so, ihr Lieben. Weiter geht es. So, die nächste Frage ist, und ich bin gespannt, Sie, und ich gebe euch die Antwortmöglichkeiten und ihr wisst, ob es eine Person ist oder mehrere. Sie kratzen den Getränkekasten in die 5. Etage. Oder ist es, Sie kleben den Getränkekasten in die 5. Etage? Oder ist es, Sie tragen den Getränkekasten in die 5. Etage? Oder ist es, Sie bohnern den Getränkekasten in die 5. Etage? Was ist hier richtig, ihr Lieben? Und schaut euch die anderen Verben bitte aus diesem Stream ebenfalls an und schaut, ob ihr wissen würdet, ob ihr deren Bedeutung ebenfalls versteht. Dann könnt ihr euch die nämlich sonst auch noch hinterher raussuchen oder hier eben in dem Chat fragen, was heißt. Ich sage euch das gerne. Ja? Sie tragen den Getränkekasten in die 5. Etage. Aus Algerien. Na Donnerwetter. Kein einziger Rechtschreibfehler, Nachteule, ich bin begeistert. Magic und André sagen ebenfalls, Antwort C ist richtig. Jawohl, so sieht's aus. Antwort C ist richtig, zeige ich euch. Und ihr seht wieder, Sie tragen. Und hier haben wir es wieder. Hier wird über das Verb ebenfalls noch einmal kommuniziert, dass es sich nicht um eine einzige Person handelt, sondern um mehrere Personen handelt. Das ist jetzt hier. Wenn man aber jetzt zum Beispiel in der Höflichkeitsform das Ganze noch drehen würde, könnte man das Ganze allerdings auch für eine Person veranschlagen. Ja, genau. So kann man dann auch sagen, Sie tragen aber heute eine schöne Brille. Sie tragen. Auch das ist möglich, wenn ich einer Person gegenüberstelle, die stehe, die fremd ist, und dann ist es die Höflichkeitsform. Für gewöhnlich ist es aber erst einmal so, dass ich hier sagen kann, das ist jetzt hier in unserem Stream erstmal die Mehrzahl. So ist richtig, sehr schön, ihr Lieben. Ich verbinde Kasten mit Bier. So sieht es aus, Getränkekasten habe ich hier reingeschrieben und nicht jeder trinkt Bier, von daher. Was bedeutet kratzen? Kratzen ist zum Beispiel, Nachteule, wenn du eine Katze hast, die hat Krallen. Und wenn sie sich dann hier bei dir in die Haut, so einhakt, dann ist das Kratzen. Oder wenn ich das mache, schau mal, das ist Kratzen, ja. Das ist Kratzen. Wenn es mir juckt, dann kratze ich mich. Das ist Kratzen, ja? Und dann haben wir noch Bohnern. Bohnern ist, wenn du einen Boden, ja, einen Fußboden blank wischst mit einem speziellen Wachs. Das haben wir Bohnern genannt. Tatsächlich ist das so, macht man normalerweise so, soweit ich weiß, 2-mal im Jahr, und dann kannst du einen Boden wieder ganz, ganz spiegelglatt kriegen, wenn du zum Beispiel, und ich möchte nichts Falsches sagen, Linoleumboden hast oder PVC-Boden, den kann man wohl wieder bohnern. So ist es richtig. Früher haben wir das sehr oft gemacht. Oder auch Steinfliesen, die konnte man auch bohnern. Da wurde dann eine Wachsschicht aufgetragen und glatt poliert. Und das glänzte hinterher wieder und der Boden war besser geschützt gegen Feuchtigkeit. Genau. Aber man kann auch sehr
alt Auto sein. Aber kann auch sehr altes Auto sein. Hier ist ein Kommentar im Chat drin. Ja, okay. Ein altes Auto ist es nicht, André. Bonan ist eher, wie gesagt, dass man einen Boden ganz blank, ja, ich möchte sagen, scheuert, bonert. Ja, bonert, eine kreisförmige Bewegung, da gibt es richtige Maschinen für. Genau, der ist dann ganz blank und dann kann man da drüber rutschen, wenn man nur Socken anhat. Kratzen ist hier, ne? Kratzen, genau. Kasten, ja. So, richtig ist es. Und wir befinden uns hier mit dem Tragen. Im Akkusativ, im Kasus Akkusativ. Und warum befinden wir uns im Kasus Akkusativ? Weil wir in diesem Satz wiederum ein Verb vorfinden, weil wir eine Bewegung sicherlich nicht nur vermuten können, sondern wenn der Kasten hochgetragen wird, sicherlich eine Bewegung erfährt und in eine Richtung geht, die in die 5. Etage ist. So ist es denn noch einmal mehr ein Indiz auf den Kasus Akkusativ. Und hier ist es, Sie tragen den Getränkekasten in die 5. Etage. So sieht es aus, ihr Lieben. Genau, wohin tragen Sie ihn? In die 5. Etage. Richtig so, weil eine Bewegung stattfindet. So sieht's aus. Nächste kommt, ihr Lieben. Sehr schön. Kaste? Was ist das? Kaste, das gibt es auch, das haben die Inder meines Wissens nach, die haben eine Kaste, das ist wohl eine Religionsgemeinschaft, soweit ich weiß, und man sieht das immer an diesem Kastenpunkt. Eine Kaste gibt es ebenfalls, Magic. Ja, sehr schön. Karin fürchtet sich vor kleinen Tieren oder Karin liebt sich vor kleinen Tieren. Oder ist es Antwort C, Karin sitzen sich vor kleinen Tieren? Oder ist es Antwort D, Karin klagen sich vor kleinen Tieren? Und schaut mal bitte, was hier passiert. Ganz, ganz einfach ist das gerade, aber man erkennt den Fehler vielleicht nicht sofort. Was haben wir hier? Ja, Antworten haben wir schon zweimal. Einmal Magic weiß es und André, das sieht sehr gut aus. Und Nachteule, einfach sensationell, ja? Das ist wirklich ganz, ganz toll, was du machst heute. Hier kriegst du mal einen Applaus. So, die Antwort A ist hier richtig, ihr Lieben. Antwort A, genauso wie es Nachteule, Magic Miro und André ebenfalls schreiben. Hier ist es, Karin fürchtet. Eine Person, eine andere Person, nicht ich, nicht du, sondern eine andere Person, eine Frau oder ein Mädchen. Karin fürchtet sich vor kleinen Tieren. Wir haben hier das Verb fürchten, ist die Infinitiv-Grundform hierfür. Und wir müssen es hier bitte für Karin, also diese dritte Person, hier bitte so konjugieren, damit das Ganze auch richtig für Karin ist. Und ich kann jetzt nicht sagen, Karin fürchtest. Das geht nicht, weil das, was du fürchtest, dich. Deswegen muss ich hier sagen, Karin fürchtet sich vor kleinen Tieren. Das ist ja lieb. Oh, das ist so lieb von dir, du motivierst uns enorm. Das freut mich wirklich sehr und das ist auch hier das, was ich damit erzeugen möchte, Nachteule. Dankeschön für das liebe, ja, Kommentar oder den lieben Kommentar, würde ich eher sagen. Genau, sehr, sehr gerne. Nachteule, es ist richtig, was ich sage. Du hast bis jetzt hier noch keinen Fehler abgeliefert. Wenn ich das richtig sehe, ist hier noch nichts Falsches gelaufen. Genauso wie Magic, genauso wie André. Und auch Nassim, wenn er noch da ist. Mach weiter mit Nassim, sei dabei. So, sich fürchten vor, ihr Lieben. Aber natürlich, und schon wieder haben wir hier eine Kombination. Ich möchte sagen, eine feste Wendung, die das Ganze uns hier direkt immer wieder in der deutschen Sprache begegnet. Es gibt immer wieder feste Wendungen, die wir hier anführen in der deutschen Sprache. Sich fürchten vor ist immer die gleiche Wendung, ja? Ich fürchte mich vor Ameisen, so, oder vor Spinnen, so. Du
fürchtest dich vor, sich fürchten vor. Das ist tatsächlich hier auch eine feste Wendung und wir haben das hier mit der Präposition, ist das genau richtig so, dass wir hier im Kasus Dativ rauskommen. Wovor fürchtest du dich? Ich fürchte mich vor Tieren. Das ist dann der Kasus Dativ, richtig so, und die Präposition schubst uns noch weiter in diesen deutschen Fall. Kasus ist der Fall der deutschen Sprache. Richtig so, jawohl. Und wir haben auch noch hier vor kleinen Tieren. So, und das ist hier die Mehrzahl. Tiere wäre es im Singular, vor kleinen Tieren. Und ihr seht hier bitte davor für die Adjektivdeklination, seht ihr hier keinen Artikel, der, die, das. Oder auch einen unbestimmten Artikel, ein, eine oder ein. Haben wir hier nicht vor, deswegen ist es hier die starke Deklination, die uns in der Mehrzahl von Tieren gerade erzählt, dass es denn mehrere sind und dass das Ganze sich auch noch an den Kasus anpasst und dass die Tiere klein sind, also die Eigenschaften des Nomens ebenfalls beschreibt. Du motivierst. Ah ja, hier sehe ich es, hast richtig, jawohl André, aber ich denke, das war jetzt nur auf die Schnelle, ja? Du motivierst. Sehr schön, wunderbar, Nachteule, nimm das nicht negativ, sondern denke dir einfach, das ist schön, wenn man mir hilft und so ist es. Kann aber auch sein, dass es wegen dem Handy ist, ja, schon mal vertippt man sich dann und dann wird das dann vorgeschlagen und zack hat man das drin. Ja, Nachteule, kann alles sein, nicht schlimm. So, weiter geht's, nächste, genau. Nächste Frage, die wir hier haben, ihr Lieben, ich sein, sehr fleißig und ehrgeizig. Richtig so? Ja, sein ist auch ein Verb, richtig. Ich bin sehr fleißig und ehrgeizig. Ich fühle sehr fleißig und ehrgeizig. Oder Antwort D, ich danke sehr fleißig und ehrgeizig. Sehr schön, Magic. Sehr schön, André. Sehr schön. Für euch ist es fast noch zu einfach, ja? Aber wir schauen mal. So, was ist hier richtig? Ich höre zu. Nassim, bist du auch noch da? Mach mit. Ja, sehr schön. Und die richtige Antwort ist, ja, liebe Zuschauer, abonnieren, mit dazukommen und ihr könnt dann beim nächsten Livestream gleich mitmachen. Nachteule. Sensationell, guck mal da. Sensationell. Ich bin sehr fleißig und ehrgeizig. Jetzt ist alles richtig? Ich fühle mich sehr fleißig und ehrgeizig. Ist richtig, jawohl. Wenn man sich so fühlt, ist das so. Ja, das ist nicht schlimm, wenn es nur 3 Leute sind. Das macht gar nichts. Ich mache auch gerne für euch hier den Livestream über die Verben, da ich denke, dass dieses Thema ebenfalls sehr, sehr wichtig ist und wir davon ebenfalls noch nicht genug hatten. So, Antwort B ist richtig. Antwort B ist richtig. Ich bin sehr fleißig und ehrgeizig. Jawohl. Man kann natürlich Nachteule auch sagen, ich fühle mich sehr fleißig und ehrgeizig. Jawohl. Wenn man das Gefühl hat, dass man immer fleißig ist und ehrgeizig ist, kannst du das ebenfalls so sagen. Richtig so. Bin ist hier richtig. Das ist natürlich die konjugierte Form des Verbs sein, die wir hier haben, aber hier ist es bitte. Für die erste Person, wenn ich das sage, und in der deutschen Sprache bin ich die erste Person, tatsächlich, kann ich sagen, ich bin sehr fleißig. Ich kann nicht sagen, ich sein sehr fleißig und ehrgeizig. Das geht nicht. Ich bin. Das ist dann richtig hier. Und für die zweite Person, also wenn das Gegenüber ist, sage ich bin. Du bist, er, sie, es ist. Das ist nämlich genau hier der Unterschied. Und hier müssen wir wieder unbedingt schauen, wie wir das Ganze hier konjugieren. Und haltet euch einfach an die Endungen der Verben und packt diese an dieses Stammverb hinten dran. Lernen, lern und dann kommt jeweils dran entweder das E oder das ST oder das T oder EN oder TEN. So ist es richtig dann, so kann man es machen. Ich bin sehr fleißig und ehrgeizig. Richtig so, ihr Lieben. Ja, das ist nicht schlimm.
Die kommen sicherlich oder sind heute Abend ausgegangen. André, viele Leute gehen samstags abends aus, um dann mit der Familie irgendwo essen zu gehen. Ja, so. Und das nächste ist, bitte, bitte, ich rühre Ihnen für Ihre schnelle Hilfe. Ich danke Ihnen für Ihre schnelle Hilfe. Ich weine Ihnen für Ihre schnelle Hilfe. Oder Antwort C, nee, Antwort D ist richtig. Ich klettere Ihnen für Ihre schnelle Hilfe. Welche Antwort ist die richtige, ihr Lieben? Und der Chat schreibt schon, sehr schön. Und wir schauen uns das Ganze gleich an. Eigentlich auch wieder, ja, richtig so. Antwort B ist richtig, ihr Lieben. Natürlich, Magic, natürlich, André. Nassim, du hättest es auch gewusst, ich weiß genau, du hättest es gewusst. Ich danke jemandem. Ich danke für etwas. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Jawohl, so sieht es aus. Jawohl, Nachteule, alles richtig. Sehr schön, wunderbar. Und Ihnen hast du groß geschrieben. Sehr höflich, die Höflichkeitsformen kennst du auch schon, ganz hervorragend. Ich danke Ihnen für Ihre schnelle Hilfe. Das Verb danken, ja, verlangt immer den Kasus Dativ. Auch das kann man sich bitte sofort hier, ich möchte sagen, einprägen oder das nochmal, genau. Rühren ist, wenn ich zum Beispiel, ich habe nichts anderes hier jetzt gerade, ihr Lieben, wenn ich zum Beispiel einen Topf habe und ich rühre die Suppe um, rühren. Berühren ist, wenn ich etwas berühre, wenn ich mich selber berühre oder jemand anders berühre oder etwas berühre. Rühren ist etwas anderes. Suppe rührt man mit einem Löffel um. Rühren. Ja, genau. Nee, die Eier. Eieiei. Okay. Okay. Gut, sehr schön, Nachteule, hast du gut gemacht. Höflichkeitsform sieht man hier. Ihnen habe ich ebenfalls gerade schon bei Nachteule gesagt, hat er sogar groß geschrieben. Sehr schön gemacht, wunderbar. Und das ist unsere Höflichkeitsform in der deutschen Sprache. Jawohl. Und ist es auch egal, wie alt die deutsche Sprache ist, ich glaube, das werden Sie niemals wegnehmen, dass wir untereinander immer sehr höflich waren. Zu fremden Personen zollt man den Respekt ebenfalls damit, wenn man diese Person mit Sie anspricht oder auch Ihnen. Das ist die Höflichkeitsform. Das kann ich natürlich nicht bei Freunden oder bekannten Personen machen, aber bei fremden Personen, wie zum Beispiel bei Behörden oder Ämtern oder den Arzt, den Notar oder sonstigen Leuten, die Verkäuferin im Geschäft, die sieht man, weil man diese Leute nicht kennt und das ist eine gewisse Höflichkeit und man zollt dieser Person etwas Respekt, gebührenden Respekt, möchte ich besser sagen. Genau. Und hier ist es für Ihre schnelle Hilfe und damit sind wir dann hier wieder den Akkusativ verlangt. Genau, so sieht es aus. Richtig so. Ihnen ist der Kasus Dativ, haben wir auch richtig hier. Sehr schön, ihr Lieben. Weiter geht es. Rühren. Bei mir ist es in Ordnung. Dankeschön, dass du fragst. Das ist im Übrigen sehr, sehr höflich, wenn du das so machst. Unbedingt einmal schauen, ja? Die Leute, die jetzt gerade hier im Chat drin sind, unbedingt schauen. Bei Ihnen ist es okay, du zu nutzen. Bei mir ist es okay, jawohl, weil ich hier euch gerne diesen Livestream präsentiere und dann natürlich auch sehr gerne, das so gerne hätte, weil ihr seht mich, aber ich sehe euch nicht und von daher finde ich es immer ganz nett, wenn man sich dann duzt. Sehr liebe Anfrage hier, Nachteule, sehr schön, Dankeschön. Ja, du ist in Ordnung, ja? Susa ist mein Name. So, dann, er liegt jetzt an einem Deutschkurs teil oder er nimmt jetzt an einem Deutschkurs teil oder ist es Antwort C, er kämmt jetzt an einem Deutschkurs teil oder ist es er tankt jetzt an einem Deutschkurs teil? Was ist die richtige, Lieben? Und wer die Verben nicht kennt, der frage bitte im Chat, ist überhaupt kein Problem. Oder schreibt es auch gerne unten in die Kommentare, ich werde die lesen und werde euch das gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr das nicht verstanden habt
oder den Stream erst später schaut. Mache ich sehr gerne. Gut, und Antwort B sehe ich hier. Ist das richtig? Ja, Antwort B. Er nimmt jetzt an einem Deutschkurs teil. Ja, aber natürlich. Teilnehmen wäre ein trennbares Verb und nehmen ist unser Verb hier im Infinitiv, also in der Grundform ist es nehmen und hier ist es bitte wiederum, er nimmt jetzt teil, dritte Person und deswegen müssen wir das so gestalten, dass das Ganze so auch grammatikalisch richtig ist, richtig konjugiert ist. Das Verb nehmen ist jetzt hier, er nimmt jetzt an einem Deutschkurs teil. Richtig so, hier steht es nochmal, kann man lesen, denke ich, jawohl. Feste Wendung, teilnehmen an. Wiederum, und wir haben den Kasus Dativ, den wir wiederum hier haben, an einem Deutschkurs. Für den Kasus ist das jetzt keine Bewegung, obwohl es wahrscheinlich eine Bewegung ist, aber es ist irgendwie schon ein fester Punkt für den Kasus. Und wir haben auch die Präposition, die uns das Ganze auch nochmal zusätzlich hier in den Dativ reinpackt, obwohl es eine Wechselpräposition ist. Ja? So ist es richtig, aber die Kombination von teilnehmen an ist hier direkt immer der direkte Weg in den Kasus Dativ. Richtig. Sehr schön. Und alle richtig hier. Magic richtig, André richtig und Nachteule ebenfalls richtig. Weiter geht es zur nächsten Frage. Es klingt wie Bewegung. Ja, das stimmt. Meistens ist es Bewegung, ja, weil das Gehirn dann glüht. So sieht's aus. Ein Herr mit Hut springt nach unserem Chef. Oder ist es ein Herr mit Hut fragt nach unserem Chef? Oder ist es ein Herr mit Hut lügt nach unserem Chef? Oder Antwort D, ein Herr mit Hut antwortet nach unserem Chef? Und ihr könnt schon sehen, wenn ich die falschen Aussagen hier, also Auswahlmöglichkeiten vorlese, dann passt das hinten und vorne mit der Präposition und der ganzen Satzstruktur nicht mehr miteinander zusammen. Merkt ihr das schon? Ja, sehr schön. Antwort B ist richtig. Natürlich fragt jemand nach. Fragen nach. So ist richtig, Magic. Jawohl. André, richtig. Jawohl. Und Nachteule schreibt sicherlich jawohl. Sehr schön. Genau richtig. Und ihr könnt wiederum sehen, fragt. Ein Herr fragt. Ja? Das ist hier wieder die Endung ein Herr. Da ist es erst einmal egal, ob der Herr einen Hut auf hat oder nicht. Das Verb wird bitte aus der Infinitiv-Grundform fragen in die richtige Form hier konjugiert, fragt nach. Jawohl, nachfragen, Dativ. Genau. Und hier seht ihr schon, wie das Ganze hier in diesem Satz weitergeht. Ein Herr fragt nach. Wir haben die Präposition, die hier, ja, ich möchte es so ausdrücken, dativtreu ist. Ja, das ist die Präposition, die uns dann sofort in den Dativ hier schickt. Egal, was danach kommt, das ist dann erstmal nach und dann kommt Dativ. Ist egal, welches Verb oder was dahinter kommt. So sieht's aus. Und hier unten habe ich euch noch ein paar weitere Präpositionen zu eurer Ansicht einmal aufgeführt, die ebenfalls dativtreu sind. Und nach diesen Präpositionen, die hier so markiert sind, kommt immer der Kasus Dativ für das nächste Nomen. Richtig so, sehr schön, ihr Lieben. Nachteule, sensationell, Magic, André. Sehr, sehr schön. Weiter geht es. Zur nächsten Frage. Ja, wir können hinter die Verben. Unsere Tu-Wörter in der deutschen Sprache, unsere kleinen Chamäleons, komm, ich habe das nochmal hier. So, die verändern sich immer wieder, so wie sie wollen. Genau. Und das ist die ganz einfache Konjugation der Verben. Mein Mann gewöhnt sich nur noch für Autos. Oder ist es, mein Mann interessiert sich nur noch für Autos? Oder ist es Antwort C, mein Mann beschwert sich nur noch für Autos? Oder ist es Antwort D, mein Mann lädt sich nur noch für Autos? Und ich sehe schon, hier wird geschrieben, sehr schön, was könnte denn hier sein,
wenn man sich mal den ganzen Satz ansieht, ist auch selber, wenn man selbst die Bedeutung des Verbs nicht können oder kennen sollte, ist es doch vielleicht von der ganzen Satzstruktur auch noch möglich, sich an dem Rest des Satzes auch noch ebenfalls zu orientieren. Mein Mann interessiert sich nur noch für Autos. Jawohl, so sieht es aus. Die meisten Männer interessieren sich wohl nur für Autos. Und hier ist es interessiert sein an, ja aber natürlich, oder für etwas interessieren. Und richtig, Nachteule und ihr beiden anderen, Magic und André. Alles richtig, ja? Sehr schön. Antwort B ist richtig, sich interessieren für. So ist es richtig, mein Mann interessiert sich nur noch für Autos. Und ich spreche das mit Absicht noch einmal aus, da das Wort hier sehr, sehr schwer mir erscheint. Interessiert ist sicherlich etwas schwerer, wenn man das alles lernen sollte. So möchte ich euch herzlich bitten, auch wenn ihr später den Stream noch anschaut, dass ihr vielleicht kurz das Video stoppt und euch diesen Satz nochmal laut durchlest, damit ihr auch ans Sprechen kommt. So sieht's aus. Die Satzstruktur haben wir gerade schon gesagt, sich interessieren für führt uns dann in den Kasus Akkusativ. Das ist eigentlich auch wiederum, muss man nur ganz kurz sagen, interessieren für, das Verb ist hier so, ich möchte sagen stark, dass es sich wirklich hier nur noch an diesen beiden Komponenten verbindet, dass man sich wirklich den Akkusativ, der greift sich alles aus dem Satz. Interessieren für, ja, sich interessieren für, ist richtiger. So, weiter, sehr schön. Das sieht sehr gut aus. Nächste. Und ich bin gespannt, ob ihr das auch wisst. Das Essen läuft nach Spülmittel. Das Essen schmeckt nach Spülmittel. Oder Antwort C. Das Essen entschuldigt nach Spülmittel. Oder ist es, das Essen zahlt nach Spülmittel? So viele neue Verben, das sollte doch mal interessant werden, von jedem einzelnen Verb zu wissen und welche Bedeutung es hat. Jawohl. Und ich kriege hier eine Antwort. Jawohl, Nachteule, das ist sensationell. So, das Essen schmeckt nach Spülmittel. Ja, das möchte ich keinem wünschen, aber ja, tatsächlich ist es so. Und ihr seht es wiederum, ja, hier habt ihr es. Das Essen schmeckt. Schmecken ist unser Verb im Infinitiv in der Grundform und wir müssen es bitte hier richtig konjugieren auf das Essen schmeckt. Hatten wir gerade auch schon hier in dieser kleinen Tabelle. Hier ist es, schmeckt er, sie, es ist das Essen ist neutral, Neutrum, so sieht es aus und deswegen bekommt unser Verb schmecken die Endung T am Ende. Und von schmecken wird dann natürlich die Endung en weggenommen, so dass das Stammverb nur noch überbleibt und hinten das T angefügt wird, damit wir hier die Kommunikation zwischen er, sie, es dann ebenfalls hier rankriegen. Warum haben wir keinen Artikel genutzt? Das Essen. Das Essen wird hier mit Artikel präsentiert. Das Nomen hat einen Artikel. Warum? Warte. Keinen Artikel. Das Essen schmeckt nach Spülmittel. Bei Spülmittel fehlt das, ist richtig, ist nicht notwendig. Nach dem Spülmittel könnte man im Übrigen auch daraus machen. Schau mal bitte, ganz kurz. Also, nach Spülmittel. Wir brauchen dann aber keinen Artikel mehr nehmen, da jeder genau weiß, was damit gemeint ist. Und ich kann es genauso sagen, das Essen schmeckt nach dem Spülmittel. Wenn ich ein explizites Spülmittel habe, wenn ich jetzt genau sage, das Essen schmeckt nach dem Spülmittel. Sonst weiß man ganz normal über das Nomen, dass es sich um Spülmittel handelt und es braucht keine Artikelbezeichnung davor. Ja, das Spülmittel ist neutral, Neutrum und hier kann man es tatsächlich so machen, dass man sagt, schmeckt nach, ja, Spülmittel, ja. Oder Putzmittel, man könnte es auch variieren, ist egal. Nach Zahnpasta, ich brauche da keinen Artikel. Das Essen schmeckt
nach Zahnpasta. Ich könnte auch sagen, das Essen schmeckt nach der Zahnpasta. Das Essen schmeckt nach dem Spülmittel. Aber das ist nicht, wenn es kein bestimmte Zahnpasta oder kein bestimmtes Spülmittel ist. Es schmeckt einfach nach Spülmittel. Wir kennen dieses Wort als Nomen und das können wir so direkt global verwenden, ohne Artikel dazu. Genau. Ist es das, was du meintest? Ja, wahrscheinlich, ne, Nachteule? Und nach ist die Präposition, die uns wiederum sofort in den Dativ schickt. Nach dem Spülmittel wäre es dann, wenn wir tatsächlich jetzt doch ein Spülmittel nehmen, welches explizit das Spülmittel ist. Und ihr seht, ich setze sogar nach dem Spülmittel ein. Ich mache also wiederum ein Dativ daraus. Macht keinen Unterschied. Sehr gut, wunderbar. Oder auch riecht nach dem Spülmittel, ist auch schön, ja? Ihr seht das hier unten, ja? Riecht nach Spülmittel, riecht nach dem Spülmittel. Unser Artikel, wenn wir ihn davor setzen, wird dann natürlich wieder für den Kasus Dativ richtig ebenfalls konjugiert. Das Spülmittel wird dann zu dem Spülmittel. Genau. Sehr schön, aber gut gesehen. Und nächste kommt, du sollst ihm nicht bei den Hausaufgaben nähen. Du sollst ihm nicht bei den Hausaufgaben lernen. Oder ist es richtig, wenn ich sage, du sollst ihm nicht bei den Hausaufgaben helfen? Oder wäre es richtiger, wenn ich sage, du sollst ihm nicht bei den Hausaufgaben senden? Was ist hier bitte die richtige Antwort? Und wir schauen uns das gleich an. Nachteule schreibt sicherlich wieder und da möchte ich ihm jetzt nicht, dass er da so schnell hektisch tippen muss. Nassim, bist du auch noch da? Bitte auch deine Antworten hier hätte ich gerne in den Chat, wenn du noch da bist, Nassim. Du sollst ihm nicht bei den Hausaufgaben helfen. Helfen ist unser Spezialverb, das wisst ihr sicherlich auch. Ganz genau richtig gemacht und Magic hat's richtig und André ebenfalls sehr schön richtig. Antwort C und ihr seht, wie blau das hier alles ist, ja? Blau ist meine Farbe für den Dativ. Ja, muss ich wahrscheinlich keinem mehr verraten. Wenn man des Öfteren mal schaut, meine Videos, Dativ hat immer blau bei mir. Du sollst ihm nicht bei den Hausaufgaben helfen. Wobei helfen? Bei den Hausaufgaben? Jawohl, so sieht es aus. Und das ist hier tatsächlich die Sache mit der Präposition bei, die uns hier in den Dativ schickt. So ist es richtig. Präpositionalverbindung ist das. Die Sache wird hier verbunden mit der Präposition. Nicht, also hier, du sollst ihm nicht bei den Hausaufgaben helfen. Und warum habe ich, das möchte ich auch noch ganz gerne erfragen und ich sage es euch gerne warum habe ich das Wort helfen hier fett markiert und hier vorne sollst zwar in der Verbfarbe eingefärbt, aber nicht fett. Warum ist das so? Ja, und wir schauen uns das Ganze gleich an. Sollen, können, dürfen, müssen. Na, ein Modalverb versteckt sich hier. Das ist eine andere Sorte Verb, die wir hier ebenfalls haben. Ich möchte nur ganz kurz darauf ansprechen, dass wir das ebenfalls hier haben. Und das ist ein Verb, welches den Satz hier und das richtige, volle Verb hier dann unterstützt. Was soll man nicht tun? Was darf man nicht tun? Was kann man nicht tun? Modalverben. Machen wir sicherlich auch mal einen Livestream drüber. Wird bestimmt auch ganz interessant werden, um zu schauen, was ich kann, was ich darf, was ich muss. Modalverben, auch ein ganz tolles Thema. So, und bei den Hausaufgaben hatten wir gerade schon gehört, dass die Präposition bei uns in den Dativ schickt. So sieht es aus, dadurch, dass wir diese Präpositionalverbindung hier geschaffen haben. Genau, so sieht es aus. Alles da. Und die nächste Frage bitte. Die nächste Frage, ihr Lieben. Herr Kluge will nicht auf die Fragen des Richters lesen. Herr Kluge möchte nicht auf die Fragen des Richters kehren
Oder Antwort C, Herr Kluge will nicht auf die Fragen des Richters befüllen. Oder Antwort D, Herr Kluge will nicht auf die Fragen des Richters antworten. Was ist hier richtig? Und so kann man dann hinterher auch sehen, wenn man diesen ganzen Livestream sich später auch nochmal anschaut, kann man sehen, ob man jede Bedeutung von den neuen Verben, die man zuvor vielleicht noch nicht kannte, ebenfalls schon weiß. So wäre es richtig und unbedingt, wenn man jetzt hier einen Fehler gemacht hat, was ich jetzt hier gerade bei meinen Chatleuten nicht sehen kann, der Chat schreibt sehr gut, dann noch einmal den Stream durchschauen und dann vorher anhalten, die Antwort geben und dann könnt ihr euch noch einmal die Lösung sagen lassen und dann wisst ihr, dass ihr beim zweiten Durchgang schon alles, ich denke, alles richtig habt. Und wir haben hier eine Antwort, sehr schön wiederum, von meinen lieben Leuten. André, Antwort D ist richtig. Magic Miro, auch richtig. Jawohl, sehr schön. Nachteule, auch richtig. Antwort D ist natürlich richtig. Herr Kluge will nicht auf die Fragen des Richters antworten. Ja, sofort Nachteule. Herr Kluge will nicht auf die Fragen des Richters antworten. Antworten auf ist hier richtig. Ihr seht es hier unten, habe ich es auch schon geschrieben. Das ist eigentlich so typisch, das sind diese festen Wendungen in der deutschen oder aus der deutschen Sprache. Und das ist hier tatsächlich Antworten auf. Verlangt in diesem Zusammenhang, Kontext ist Zusammenhang, den Kasus Akkusativ. Richtig, des Richters. Sehr schön. Da haben wir jemanden, der uns hier schon den Kasus Genitiv nennen kann. Nachteule, das stimmt exakt. Befüllen. Befüllen ist, wenn ich ein leeres Getränk habe und ich könnte jetzt in dem Fall natürlich auch sagen, dadurch, dass es sich um eine Flüssigkeit handelt, befülle die Tasse mit Wasser. Ja? Befüllen. Ich fülle etwas auf. In ein Gefäß schütte oder fülle ich ein anderes Material ein. Wie jetzt hier zum Beispiel, ich fülle Wasser in meine Tasse. Eigentlich heißt es einschenken jetzt hier, ich schenke mir etwas ein, aber befüllen wäre ähnlich, nur eben halt nicht mit Wasser. Da sagen wir meistens, ich schenke mir etwas ein. Befüllen ist zum Beispiel, wenn du ein Pulver hast, Pfeffer, Mehl oder sonstiges und packst das in so eine schöne Plastikdose, dann befüllst du die Plastikdose mit Pfeffer oder Mehl. Richtig, sehr schön. Was haben wir hier? Herr Kluge ist sehr schlau. Er weiß, dass alles, was er sagt, gegen ihn verwendet werden könnte. So sieht's aus. Ja, da kennt sich jemand aus mit Recht. Wasser braucht auch keinen Artikel. Jawohl. Ich fülle das Wasser in meine Tasse. Ich befülle die Tasse mit Wasser. Ja, dann kann ich es weglassen. Richtig so. Hast du es gehört? Ja? Ich befülle die Tasse mit Wasser. Da kann ich den Artikel weglassen. Da muss man natürlich gucken, wo man das Ganze im Prinzip mit dem Artikel aussparen oder nicht aussparen macht. Das, denke ich, ist aber über eine Wiederholung. Wenn ihr des Öfteren mal zuhört und auch zum Beispiel Nachrichten oder Märchen euch anhört, dann kann man das sehr schnell auch automatisiert bei euch in den Kopf hineinbekommen. Genau, das hier ist Genitiv. So sieht's aus. Und die nächste Frage. Wir kommen zur nächsten Frage. Die Schüler spielen sich beim Direktor über den schwierigen Lateintest. Spielen. Oder die Schüler beschweren sich beim Direktor über den schwierigen Lateintest. Oder Antwort C, die Schüler trösten sich beim Direktor über den schwierigen Lateintest. Oder ist es, die Schüler laufen sich beim Direktor über den schwierigen Lateintest? Und das ist sehr schön, was er schreibt. Ich warte eben auf Nachteule, er schreibt wahrscheinlich wieder, glaube ich. Und ich hoffe, es ist nicht mit einem Handy, es ist Tastatur, oder? Das wäre ja nochmal toll, dass du das so gut drauf hast, ja. Und die Antwort, die wir hier haben, bitte genau. Uiuiui, wie schnell. Die Schüler beschweren sich
beim Direktor über den schwierigen Lateintest. Und ja, ihr seht richtig, ich lese das hier unten aus dem Chat vor. Nachteule schreibt es so sicher, dass ich das hier gerade schon direkt schauen kann, ob stimmt und euch auch gleich vortragen kann, weil es stimmt meistens. Ja, Nachteule, sehr schön. Das ist richtig. So, und die Antwort B war richtig. Ja, ich schreibe mit dem Handy. Eieiei, super, sehr schnell. Donnerwetter. Antwort B war richtig. Sich beschweren über etwas. Sich beschweren über etwas. Sich beschweren über jemanden. Jawohl, das ist auch wiederum eine feste Wendung. Ja, Redewendung, eine feste Wendung, die wir in Deutsch immer wieder haben. Sich beschweren über. Die Schüler beschweren sich beim Direktor. Also wo beschweren sie sich? Beim Direktor über den schwierigen Lateintest. Jawohl. So ist es richtig. Antwort B ist hier richtig. Wir befinden uns im Übrigen im Kasus Akkusativ, da wir uns hier beschweren über den schwierigen Lateintest. So ist denn beschweren unser Verb und das richtige Akkusativobjekt ist dann hier unser Lateintest, weil irgendwo drüber muss man sich ja dann beschweren. Beschweren über etwas. Etwas ist dann in dem Augenblick nur das Platzhalterwort, weil ich könnte sagen, ich beschwere mich über den Lateintest. Ja, dann ist es richtig. Was haben wir hier? Der Schulleiter sagte ihnen jedoch, dass dies nun mal so sei, wie das Leben ist. Daran müssten sie sich gewöhnen. Sehr schön. Au, André, du bist aber auch schon sehr weit. Sehr schön, André. Alles richtig, ja? Auch kein Fehler drin, sehr schön und auch mit müssten, sehr schön gemacht von der Zeit her. Gefällt mir. Nächste, was wir haben. Eine haben wir noch, ihr Lieben, ja? Wofür soll ich mich eigentlich bei dir kaufen? Wofür soll ich mich eigentlich bei dir entschuldigen? Oder wofür soll ich mich eigentlich bei dir kosten? Oder ist es, wofür soll ich mich eigentlich bei dir lachen? Ihr kennt alle anderen Verben von der Bedeutung her? Das finde ich schon sehr, sehr gut. Jawohl. Donnerwetter, bist du schnell mit dem Handy. So große Sätze. So, Magic schreibt mir, Antwort B ist richtig. André ebenfalls Antwort B. Sehr schön, ihr beiden. Und Nachteule, alles komplett ausgeschrieben. Ich lese von dir vor. Wofür soll ich mich eigentlich bei dir entschuldigen? Richtig so. Sehr schön. Das ist richtig. Wofür soll ich mich eigentlich bei dir entschuldigen? Ist hier exakt richtig. Ich entschuldige mich für etwas. Sich entschuldigen bei jemandem. Sich entschuldigen für etwas. Kosten ist, wenn ich etwas, ich könnte auch sagen, probiere. Ich probiere, ich koste das Wasser. Kosten sagen wir auch öfter, aber ich denke, das ist eher ein altes Wort, ein altes Verb und eher aus dem gehobenen Sprachbereich. Ich koste, ob das Wasser mir schmeckt, ob das Wasser mir mundet. So könnte man dann auch noch sagen. Ich probiere, ob das Wasser mir schmeckt. Ich koste, ob das Wasser mir mundet. Das würde ich jetzt eher in dem gehobenen Sprachgebrauch hier einstufen. Kosten, ja? Es gibt natürlich ebenfalls, die Kosten sind sehr hoch. Wenn man für viele Artikel, zum Beispiel in einer Firma, ganz viel bezahlen muss, dann sind die Kosten unter Umständen für das Personal zu hoch. Das ist dann etwas anderes. Aber als Verb ist es kosten, ist so viel wie probieren. Ja, sehr schön. Und hier ist es richtig, wofür soll ich mich eigentlich bei dir entschuldigen? Ich entschuldige mich bei jemandem. Kosten, schmecken, probieren. Ja, kosten ist eher probieren. Ja, schmecken, ja. Schmeckt das mal ab? Ja, kann man auch sagen. Kosten, ich würde es eher auf probieren. Probier das mal, ja. Ich probiere das, ob mir das schmeckt. Oder ich kann sagen, ich koste es mal, ob es mir mundet. Das wäre schon gehoben. Genau. Kostet es, lohnt es sich. Ja, genau, André. Kostet es etwas, dann lohnt es sich meistens. So sagen wir auch öfter. Genau.
Und hier haben wir die Präposition. Bei dir entschuldigen ist natürlich wiederum hier im Kasus Dativ, haben wir hier bei meinem Chef. Und hier ist es, wofür soll, hier ist wieder ein Modalverb drin, das machen wir auch mal in einem Extra-Stream. Und hier ist es entschuldigen, sich entschuldigen für, sich entschuldigen bei. Und das haben wir hier ebenfalls. Eine Frage hätte ich noch, wenn ihr möchtet. Ja, ne? Eine machen wir noch. Eine machen wir noch nach, eine habe ich noch. Oh, das passt gut. Ich muss mich auf eine Prüfung dosieren. Ich muss mich auf eine Prüfung dosieren. Ich muss mich auf eine Prüfung vorbereiten. Ich muss mich auf eine Prüfung abstellen. Oder ich muss mich auf eine Prüfung schütten. Was ist hier richtig? Welches Verb ist hier exakt richtig für unseren Satz? Und ich sehe schon, der Chat schreibt und ich warte noch ganz kurz auf Nachteule, er ist so schnell. Ja, natürlich. Sehr schön. Ich muss mich auf eine Prüfung vorbereiten. Vorbereiten auf etwas. Jawohl, schaut mal hier. Ich bereite mich auf ein Ziel vor. So ist es richtig. Ich muss mich auf eine Prüfung vorbereiten. Vorbereiten, unser Verb hier wiederum, und das ist dann hier unser Akkusativobjekt, welches wir haben, das direkte Akkusativobjekt, weil ich mich darauf vorbereite. Vorbereiten auf eine Prüfung. Was haben wir hier? Dosieren. Dosieren ist sowas wie schütten, allerdings mit ein bisschen Vorsicht, so dass man nicht so viel reinschüttet, dass die Tasse dann zum Beispiel überläuft. Ich dosiere etwas. Oder wenn ich in ein Rezept, zum Beispiel für einen Kuchen, 2 Teelöffel reinpacken muss oder reinschütten muss, zugeben muss, dann dosiere ich diese 2 Teelöffel, indem ich dann genauso viel nehme, wie 2 Teelöffel entspricht. Genau, das ist dosieren, schütten. Schütten ist, wie gesagt, wiederum, wenn ich ein Glas habe oder eine Tasse wiederum, können wir so machen, eine Tasse und ich schütte etwas Wasser, Flüssigkeit, Milch, Wasser oder sonstigem in die Tasse hinein. Schütten ist eher dann, wenn ich hier ein grobes Granulat oder zum Beispiel ein Wasser habe, eine Flüssigkeit habe und die in ein jeweiliges Gefäß hineinschütte. So, komm, machen wir noch einmal hier rein, schütte. Dann ist es richtig, schütten. So ist es richtig. Ich befülle die Tasse. So ist richtig. Es gibt natürlich, und das wird sicherlich jeder in seiner Landessprache hier haben, egal wer diesen Livestream sieht, unterschiedliche Ausdrücke, Verben oder auch Worte, die man hier durchaus sagen kann, aber die eigentlich genau das Gleiche aussagen. Ja? Dosieren, schütten, auffüllen, befüllen. Es gibt so viele Wörter tatsächlich und die deutsche Sprache hat sehr viele Wörter und die sind teilweise dann auch noch von doppelter Bedeutung. Das ist dann auch noch eine zusätzliche Sache, machen wir sicherlich auch nochmal. So, dies sind Verben auf A1-Niveau. So sieht es aus, so kommt jeder hier mit und wir können uns hier das dann wirklich so merken, dass wir sagen, sich vorbereiten auf etwas und das ist dann in dem Fall der Kasus Akkusativ, weil man sich auf etwas vorbereitet, auf das direkte Akkusativobjekt. So sieht's aus, ihr Lieben. Ich danke euch, dass ihr da wart und ich freue mich, dass ihr so zahlreich dann doch noch hier wart. Das freut mich sehr. Und auch die lieben Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Livestream wieder. Und ich schaue gerade, wann ich das machen kann. Ich kann es leider aus beruflichen Gründen jetzt nicht so häufig machen, da ich auch noch Geld verdienen muss. Ja, leider ist mir das hier auch auferlegt. Aber vielleicht können wir das am Wochenende ja nochmal machen. Ich danke euch, ihr Lieben. Macht's euch gut, habt einen schönen Abend und passt auf euch auf. Wir sehen uns wieder. Alles Liebe euch, macht's gut. Auf Wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten. Auf Wiedersehen.